In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr Äpfel sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir auch mittendrin mit der Airbrush-Pistole. Ich lege jetzt den ersten Apfel an. Dafür habe ich zuerst ein Basisgelb verwendet. Das habe ich gemixt mit 3 Tropfen Wasser, 1 Tropfen Farbe jeweils. Und darüber lege ich jetzt eine Schicht Magenta. Ich habe das Magenta, also 2 Tropfen, zu der Gelbmischung dazu gepackt und 2 Tropfen Wasser nochmal dazu gepackt. Deshalb gibt es jetzt einen schönen Rotton. Ich habe hier meine kleine Pistole verwendet, also die Customer Micron. Die hat eine 023er Düse. Ja, und da achte ich darauf, dass die Farbe auch gut geschüttelt ist. Und dafür habe ich hier auch meinen Rüttler. Also da bin ich echt jetzt dankbar, dass ich mir diese kleine Rüttelmaschine hier geholt habe. Und das läuft dann richtig gut. Also die Farbe bzw. die Pistole verstopft dann weniger. Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt näher an den Maluntergrund wieder dran geht, ne, dass ihr darauf achtet, wenn ihr das nachsprüht, dass an der Nadelspitze keine Ansammlung von Farbresten sind. Also die sind tip-dry, so nennt man das. Das immer schön sauber machen. Ich habe hier immer so ein kleines Küchentuch liegen, beziehungsweise ich habe ja immer meine Handschuhe an und dann mache ich das auch manchmal mit Daumen und Zeigefinger die Nadelspitze sauber. Nun habe ich in demselben Gemisch auch noch ein Müh Schwarz reingepackt. Das ist wirklich nur eine Pinselspitze schwarz, also mehr nicht, sonst wird es zu dunkel. Und dann wirkt es sehr schmuddelig und das will ich natürlich vermeiden hier, um die Struktur des Apfels zu sprühen. Ich bin ja sowieso schon die ganze Zeit mit der Form des Apfels mit der Airbrush-Pistole drüber gegangen, ne? Also immer in Strukturrichtung sozusagen, in Formrichtung, damit das nicht beziehungsweise unnaturalistisch aussieht, sondern naturalistisch. Und unten sowie oben oder drumherum vom Apfel werde ich jetzt auch ein bisschen häufiger mit der Farbe drüber gehen, mit dem Farbgemisch, damit es auch dunkler wird, weil da sind leichte Schattenbereiche. Der hat dann auch zudem auch noch ein paar Flecken, der Apfel. Ja, und die arbeite ich dann auch gleich mit diesem Gemisch eben aus. Ja, jetzt gehe ich hier auch noch mal mit dem Basisgelb drüber, damit das auch wieder schön leuchtet sozusagen. Und dann radiere ich gleich auch ein bisschen die Pünktchen aus. Das seht ihr jetzt hier mit dem Elektroradierer. Da drücke ich jetzt aber nicht so feste auf dem Maluntergrund, ja, sondern wirklich nur einmal leicht drüber hüpfen. Ja, sonst sind die Lichtkanten bzw. die Pünktchen zu krass ausradiert. Und das soll ja nur angedeutet sein sozusagen. Außer jetzt hier die Wasserflecken bzw. Wassertropfen, die werde ich jetzt ein bisschen mehr ausradieren. Dafür nehme ich aber jetzt auch den anderen Stift hier, den Faber-Castell mit der weichen Stiftseite, damit ich da auch bessere Kontrolle habe. Ich arbeite jetzt hier wieder auf einen Maluntergrund, ein Artboard, ein Karton, also der ist sehr robust, auf dem ich sehr gut radieren kann und kratzen kann, ne? In diesem Fall werde ich ja hier nur radieren, aber hier kann man eben sehr gut radieren. Da geht nicht die Oberfläche wie beim Skizzenpapier schnell kaputt oder ähnlich. Damit der Wassertropfen oder die Wassertropfen auch plastisch aussehen, setze ich unter den Helligkeiten Dunkelheiten, also den Schatten hin. Den Sprühnebel radiere ich jetzt auch direkt wieder aus. Hierzu nehme ich den Tombow Eraser, also der sich wirklich auch gut für Details eben sehr gut eignet, ja, und vor allem so kleine Wassertropfen eben gut ausradieren kann. Und das werde ich jetzt häufiger wiederholen, weil ich werde gleich auch nochmal das Ganze wieder übersprühen. Und damit aber nicht immer der Sprühnebel auf den Wassertropfen zu finden ist, werde ich das auch häufiger ausradieren in diesem Fall. Gleich setze ich dann auch noch eine ganz helle Lichtkante da drauf, beziehungsweise einen hellen Punkt. Ja,
Das mache ich dann aber gleich wieder mit dem Elektroradierer. Jetzt gehe ich nochmal mit dem dunklen Gemisch hier drüber. Ihr seht das jetzt hier gerade, ne? Die einzelnen Furchen bzw. Punkte, die werde ich jetzt hier nochmal einarbeiten mit der Airbrush-Pistole. Genau, die einzelnen Schatten nochmal. Hier gehe ich auch relativ wieder dicht dran mit der Airbrush-Pistole, vor allem wenn das so separate Linien sein sollen, ja. Wenn ihr da nicht zu dunkel sein möchtet, dann verdünnt die Farbe ruhig ein bisschen stärker, ja. Aber die darf auch wieder nicht zu dünn sein, weil wenn die zu dünn ist, dann verläuft die euch auch. Das wäre dann auch blöd. Ja, mit Hilfe eines Zevers bzw. einem Küchentuchs habe ich jetzt hier die Reflexion auch eingearbeitet. Da habe ich mir einfach nur ein Stück Küchentuch zur Hilfe genommen, das ein bisschen zerrissen an der Kante angelegt und dann mit einem Transparentveiß übersprüht. Das Transparentveiß habe ich jetzt fast gar nicht verdünnt, weil das ja von vornherein eben auch schon transparent ist, also schon vorher verdünnt ist. Und deshalb habe ich das jetzt hier fast unverdünnt genutzt. Ja, den fertig gesprühten Apfel, den habe ich jetzt erstmal abgedeckt mit einer losen Schablone. Auf der Magnettafel habe ich das Ganze fixiert, tatsächlich mit den Magneten. Und jetzt geht es zum zweiten Apfel und da habe ich erstmal die Dunkelheiten eingearbeitet, dann das Basisgelb und jetzt im Basisgelb-Gemisch habe ich jetzt wieder Magenta 2 Tropfen genommen, also wie vorhin auch. Ja, für die Dunkelheiten habe ich ein stark verdünntes Schwarz einfach nur genommen. Ja, hier bin ich auch anders als beim ersten Apfel vorgegangen, ne? Also zuerst die Dunkelheiten angelegt und dann übersprüht mit einem Gelb und dann mit der Magenta-Mischung. Der wird dann dadurch auch ein bisschen knalliger. Also ich konnte mich jetzt tatsächlich nicht entscheiden, weil ich wollte natürlich die Wirkung haben, dass das jetzt nicht so schmuddelig wirkt, weil wenn man schwarz bzw. auch weiß nutzt, dann bricht man ja sozusagen die Farben, ja, und dann wird die Farbe sehr stumpf tatsächlich. Ihr seht das auch jetzt hier, ja, um das eben zu verhindern, möglichst ja mit reinen Farben arbeiten, also sprich pures Gelb bzw. pures Magenta, ne? Und dann passiert euch das eben nicht. Aber da der Apfel ja jetzt hier auch ein paar Dunkelheiten hat, ne, habe ich das im Vorfeld eben gesprüht. Ja, ich konnte mich jetzt nicht entscheiden, was jetzt besser ist. Zuerst die Dunkelheiten einarbeiten und dann die Farbe, beziehungsweise zuerst die Farbe und dann später die Dunkelheiten. Ihr seht es gleich ja im Vergleich, also welcher Apfel euch denn besser gefällt, dann sagt es mir einfach mal. Also stimmt mal ab, ob der Apfel Nummer 1, also in der Mitte, euch besser gefällt oder hier der linke Apfel, den ich als zweiten Apfel eben gesprüht habe. Jetzt radiere ich wieder ein paar Helligkeiten mit der Form des Apfels aus. Hierfür nehme ich den Faber-Castell Radierstift mit weicher Spitze, also mit der rosafarbenen Spitze. Und da nutze ich auch unterschiedlichen Druck. Die Tropfen, die werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausradieren. Mit dem Radierstift ist das cool, dass ihr auch damit, wenn ihr damit arbeitet, auch schöne Verläufe eben radieren könnt. Also den Stift habt ihr wirklich gut unter Kontrolle. Jetzt bearbeite ich auch noch mal mit der Form wieder vom Apfel diese Dunkelheiten ein. Dafür habe ich ja diese 2 Magenta, einmal Gelb, also Basisgelb und ein Müh Schwarz verwendet. Und darunter sprühe ich jetzt auch noch mal die Schatten quasi von den Tropfen dunkler, damit es auch schön plastisch wirkt. Wie vorhin auch bei dem anderen Apfel gehe ich an den Rändern jetzt auch ein bisschen dran, also dichter dran, damit ich einmal hier die Struktur airbrushen kann sozusagen. Und ich arbeite hier auch oben, unten, rechts und links mit einem Verlauf, damit der Apfel auch ja, eine gewisse Plastizität bekommt.
Jetzt gehe ich auch noch mal mit der reinen Farbe drüber, ne? Also hier wirklich nur Magenta, deshalb wird er so ein bisschen wie ein Schneewittchenapfel gerade. Und hier setze ich dann auch wieder das transparente Weiß ein mit dem Zebra beziehungsweise mit dem Küchentuch, genau, damit das aussieht, als wäre da eine Spiegelung auf dem Apfel drauf. Da ich jetzt wieder alles grob übernebelt habe, werde ich jetzt auch wieder die Wassertropfen alle ausradieren, damit die auch wieder hervorstechen. Und ihr habt schon gesehen, mit dem Elektroradierer habe ich links auch noch einen ganz hellen Punkt eingezeichnet bzw. wegradiert, ja, damit die Spiegelung noch naturalistischer wirkt. Ja, und jetzt habe ich hier einmal wieder die Schablone abgenommen, außer die jetzt unten. Ihr seht jetzt auch, hier unten ist mir auch ein bisschen was unter der Schablone gelaufen, wie auf der linken Seite und auch hier auf der rechten Seite. Das ist aber gar nicht schlimm, weil es wird sowieso gleich alles der Schattenbereich sein und ziemlich dunkel. Ich werde damit erstmal mit dem Sepia-Gemisch hier drüber sprühen, mit den Sepia von Rohr und Klinger. Vorher habe ich ja mit den Schminkefarben gearbeitet und gleich kommt da aber auch noch Schwarz drüber von Schminke. Ja, hier für den nächsten Apfel werde ich jetzt auch keine Schablone mehr jetzt wirklich anlegen, ne? Das werde ich jetzt hier möglichst freihand sprühen, weil die sind jetzt meiner Meinung nach nicht so im Vordergrund oder im Fokus, obwohl der rechte eigentlich schon, aber naja, ich mache das jetzt ohne Schablone hier tatsächlich. Und die hinteren Äpfel, die sind sowieso ein bisschen verschwommen, ja. Also da ist das ganz wichtig, dass ihr das dann möglichst ja, freihand sprüht. Da die Äpfel im Hintergrund liegen, sind die dann eher von den Linien nicht mehr so scharf getroffen, wie die Äpfel eben im Vordergrund dargestellt sind. Hier fange ich jetzt auch mit den Dunkelheiten an von dem Apfel. Das habe ich ja jetzt gerade auch in der Airbrush-Pistole drin. Deshalb starte ich auch damit. Genau. Hier lege ich doch noch einmal kurz die Schablone ein wegen der Schatten. Nur im hinteren Bereich dann nicht mehr. Ja, und jetzt gehe ich das alles nochmal mit der Freihandtechnik durch. Einfach mal nochmal die Sachen zu korrigieren. Die Schattenbereiche nochmal dunkler zu machen. Und dass das dann alles weicher von den Übergängen ist und nicht so hart wie abgeklebt aussieht. Ja, hier gehe ich dann auch wieder dichter am Maluntergrund dran. Erstmal um die Kanten hier sauber zu machen. Genau auch da, wo alles drunter gelaufen ist. Das habe ich jetzt alles schon wieder korrigiert, wie ihr seht. Ja, und gleich arbeite ich da aber auch noch mal mit einem Verlauf. Ja, damit der Schatten auch ein bisschen mit einem Verlauf eingearbeitet wird. Die Stiele von den Äpfeln, die arbeite ich jetzt auch mit der Airbrush-Pistole erstmal aus. Auch den Schatten darunter, wie ihr hier seht, ne? Und auch hier nochmal die Dunkelheit vom Kerngehäuse und so weiter. Das arbeite ich jetzt hier auch dementsprechend nochmal aus. Das bearbeite ich aber gleich auch noch mit einem Stift. Also wenn das jetzt auch nicht so scharf geairbrushed ist sozusagen, ja, die Konturen kommen da auch später nochmal rein mit einem Stift. Da mache ich es mir einfacher. Und gleich werde ich dann auch noch ein paar Punkte setzen mit einem Stift. Also einmal natürlich mit der Airbrush-Pistole, aber dann auch wieder mit einem Stift. Den oberen Bereich, Entschuldigung, Frosch im Hals, den oberen Bereich werde ich jetzt nicht mehr so sehr ausarbeiten. Also da ist ja der Fokus eher im Vordergrund auf die vorderen Äpfel gelegt. Und daher wird der Oberbereich auch eher verschwommener aussehen. Also da werde ich jetzt nicht so dicht mehr rangehen, auch nicht mehr so viel radieren. Ihr werdet gleich sehen, aber was ich meine. Wie immer verlinke ich euch alle Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links. Also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Vielen Dank an diejenigen, die das bereits zahlreich gemacht haben. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Noch ein wichtiger Hinweis, ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteil. Und damit ihr zukünftig keine coolen Airbrush-Tutorials verpasst, abonniert den Kanal. Auf einen Kommentar von letzter Woche möchte ich noch eingehen.
Da kam ja oder der Kommentar, ja, dass viel Sprühnebel im linken Bereich auf das Bild gefallen ist, weil da Anja nicht mit einer Schablone gearbeitet hat. Ja, das war tatsächlich auch so bewusst gewollt, ne, weil wir wussten ja von Anfang an, oder sie wusste ja von Anfang an, dass die linke Seite auf jeden Fall ja noch dunkler wird, ne, so wie es dann auch im Kommentar dann auch anschließend noch geschrieben worden ist. Was ich aber damit sagen will, plant ein bisschen euer Bild, ne? Also schaut, wo ihr mit einer Schablone arbeiten müsst, in Anführungsstrichen, oder solltet, wie auch immer, ja, damit ihr ein sauberes Ergebnis habt, oder wo ihr eben Freihand sprühen könnt. Ne? Wenn ihr jetzt beispielsweise so Strukturen habt, Bäume habt, Geäst habt, ja, da ist das nicht so schlimm, wenn da irgendwo mal Sprühnebel eben hinfliegt. Sind das aber so Sachen wie eine feste Form beispielsweise oder hier bei Chromarbeiten, da ist es natürlich umso wichtiger, dass ihr die Sachen gut abklebt, damit da kein Sprühnebel hinkommt. Jetzt sind wir auch zum Hintergrund angelangt. Also ihr seht, ich habe jetzt noch ein paar Äpfel dahin gezaubert. Vorher sah es ein bisschen aus wie Zitronen, ne, wegen des Basisgelbs, wie ihr hier seht, hier im Vordergrund. Aber da gehe ich jetzt auch wieder mit dem Magenta-Gemisch drüber. Und dann werde ich gleich auch wieder ein bisschen Struktur ausradieren und auch dementsprechend die Struktur ein bisschen einsprühen. Wenn ihr gerade meinen Kater schnurren hört, ne, also nicht wundern, der ist jetzt hier gerade bei mir liegend und will ein bisschen mit Video bearbeiten. Dann wollen wir das doch auch tun. Jetzt gehe ich hier nochmal mit dem gesamten Farbgemisch drüber, damit das eine knalligere Farbe wieder gibt. Ja, weil ich bin ja da relativ auch dunkel geworden mit dem Schwarz oder dem Mühschwarz. Ja, und wir wollen ja eine satte Farbe haben. Und deshalb gehe ich da jetzt nochmal drüber. Ja, hier achte ich auch wieder darauf, dass ich immer mit der Form natürlich vom Apfel gehe. Auch bei dem Sprühen jetzt von den einzelnen Linien. Oh, hier bin ich jetzt ein bisschen zu nass geworden. Ihr seht das, jetzt föhne ich mal ein bisschen gerade den Untergrund. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil es wird ja sowieso gleich noch dunkler. Ja, ihr merkt schon, die Arbeitsschritte wiederholen sich und hier radiere ich jetzt auch wieder die einzelnen Tropfen aus. Zuerst nehme ich den weichen Radierer wieder. Ihr könnt aber auch den Mono Eraser wieder nutzen und jetzt setze ich auch wieder so kleine Lichtpunkte, aber da drücke ich gar nicht so fest mit dem Elektroradierer drauf. Das soll ja nicht so extrem weiß dann sein. Jetzt habe ich ein bisschen wieder Schwarz in der Mischung mit reingegeben, also wirklich eine Pinselspitze nutze ich immer hier, mehr ist das gar nicht. Und dann setze ich jetzt auch die Schatten nochmal unter den Wassertropfen, damit die auch wieder plastisch wirken. Ja, jetzt bin ich auch tatsächlich zu schwarz gewechselt in meiner Airbrush-Pistole. Ihr seht das. Und jetzt werde ich wirklich die dunkleren Schatten nochmal anlegen, die Zwischenräume, nochmal auf den Apfel, die dunkleren Schatten ausarbeiten, auch hier unter den Tropfen und so weiter. Und die dunklen Flecken noch ausarbeiten. Auch hier wechsle ich wieder zu Transparentweiß und jetzt seht ihr, ich habe mir wieder hier so eine Form ausgerissen, damit ich auch die Reflexion von dem Apfel gut sprühen kann. So, und jetzt Achtung, Spoiler-Alarm. Also ich sage euch schon mal, was nächste Mal kommt. Da ist dann wieder Anja von der Partie dabei und sie hat einen Superhelden diesmal gesprüht. Seid auf jeden Fall gespannt, der sieht auf jeden Fall genial aus.
Ja, jetzt radiere ich hier wieder ein bisschen aus, die Struktur vom Apfel, die Helligkeiten auf jeden Fall, dann nochmal die Wassertropfen. Das bearbeite ich jetzt alles nochmal. Ja, jetzt nehme ich wieder meine Airbrush-Pistole zur Hilfe und sprühe jetzt die restlichen Äpfel fertig. Der oben hier, der rechts und der linke noch. Die anderen, die lasse ich im Hintergrund mehr oder weniger verschwinden. Die sind einfach weiter entfernt. Hier bin ich nochmal mit dem Magenta-Gemisch drüber gegangen, also pures Magenta, diesmal auch nicht mit Gelb gemischt. Und noch ein Tipp zum Radieren, darunter habe ich ja am Apfel, genau, als ich den Apfel angelegt habe, da habe ich ja vorher Gelb vorgelegt. Und wenn ich jetzt hier nicht so fest radiere, ja, dann radiere ich nur die Magenta-Schicht einmal vom Apfel runter und dann scheint das eben so schön gelb noch durch. Dafür nehme ich auch wieder die weiche Seite vom Faber-Castell-Stift. Ja, und jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen mit dem Elektroradierer rüber, da einmal nochmal die Pünktchen drauf zu setzen und gleich übersprühe ich das jetzt nochmal. Ja, und hier gehe ich auch dann wieder immer mit der Linienführung vom Apfel mit, ne, also mit der Rundung vielmehr, also mit der Form, dass der Apfel eben sehr plastisch aussieht. Jetzt habe ich in den Magenta-Gemisch auch wieder ein Müh Schwarz mit drin, damit ich einmal die Schattenbereiche nochmal anlegen kann vom Apfel oder von den Äpfeln. Ja, und hier gehe ich dann nochmal mit dem Schwarz drüber, die Zwischenräume nochmal alle abdunkeln, damit die Äpfel auch schön in den Vordergrund rücken. Ja, und hier ist das wieder ein Wechselspiel mit dem Radieren. Jetzt radiere ich nochmal die Helligkeiten aus, die Strukturen von den Äpfeln. Ganz wichtig auch da wieder mit der Form gehen. Ja, und jetzt bearbeite ich die Stiele nochmal mit dem Buntstift. Da nehme ich einfach einen schwarzen Buntstift, ganz normalen, herkömmlichen. Und jetzt lege ich nochmal die Schattenbereiche fest und setze auch nochmal einzelne Punkte mit dem Buntstift hier auf die Äpfel und radiere das auch jetzt wieder nochmal mit dem Elektroradierer aus. Du möchtest Tierporträts mit der Airbrush-Pistole sprühen, dann schau dir unbedingt diese Playlist an. Viel Spaß dabei, bis gleich!